Über? Ist durch? Über das Gate drin? Ah, über. Ui, Scheiße. Drohne die 9. Ich bin heute verabredet im Rennstall in Sur. Und zwar mit dem Mike Husarik. Wir schauen die Drohne noch zusammen kurz an. Und dann wäre es eigentlich das Ziel, einmal zu fliegen. Und ich hoffe, crashfrei. Ja, schauen wir mal, ob wir da durch die Strecke durchkommen. Ich bin gespannt. Auf was schaust du jetzt hier? Wenn du das Stick so volle Deflection hast, dann schaue ich, wie schnell das es dreht alles. Und das hilft eben beim Racing, gerade vor allem am Anfang, ist, wenn es sich eben nicht so schnell dreht. Ja. Also wir machen noch kurze Track-Begehung. Der Mike zeigt mir mal, was das Ziel wäre von heute. Mal schauen, wie das dann am Ende des Abends schaffen. Der Leiter durchdreht gerade einmal um 360 Grad, geht unten wieder raus. Macht einen Split-Test über das Track. Also Split-Test heisst oben rein? Oben durch und dann unten durch. Aha. Du stellst mich da gerade vor eine gute Herausforderung. Ja. Aber wir gehen jetzt ganz langsam ja, durch. Und das ist wichtig, das ist auch im richtigen Rennen so. Man kommt lieber langsam ans Ziel, wie dass man crasht und gar nicht an. Ja, ich probiere das mal. Mein erster Flug hier in der Halle. Das erste Mal auf so einem Kurs auch überhaupt. Ja, das ist ein gutes Tempo für den Anfang, mit der Höhe. Wir sind so ein bisschen die Höhe abhalten. Ja, über das erste drüber. Oh, jetzt muss ich dann glaube ich abhocken, sonst wird es mir noch schlecht. Jetzt unten durch. Ja, unten durch. Nein, scheiße. Und jetzt über den Querbalken. Ja. Ah, scheiße. Scheiße. Also ich gehe nochmal gehen. Wir können das noch ein bisschen entschärfen. Man muss den Würfel noch ein bisschen vorziehen, damit er nicht gerade so nah an der Wand ist. Erster Flug. Der Mike macht das wahrscheinlich alles in 3 Mal in der Zeit, die ich jetzt die Hälfte gemacht habe. Aber immerhin, ich bin überall mal schnell durchgekommen. Fast überall. Und ja, ich glaube, jetzt noch 2-3 Mal probieren und irgendwann kommt dann das schon. Die Strecke ist eigentlich gut geflogen für das erste Mal, aber mit der Höhe halten ist ein das Problem. Das heisst, ein bisschen Throttle-Management und ein bisschen feiner. Darauf schauen, vielleicht mit dem Gas ein bisschen feiner justieren, dass nicht auf und runter geht und die Höhe eher behalten. Ja. Probieren wir es Gut. Also, ich gebe ihm noch einen. Jetzt auf dem Stuhl, weil vorher im Stehen ist ja, ein bisschen ungewohnt. Wird einem halb schlecht. Genau, drüber. Jetzt durch? Über das Gate drin. Ah, über. Ui, scheiße. Genau, das ist einmal ein bisschen zu viel Gas. Ja, scheiße. Du bist in der Decke. Ja. Ja, warte, ich kann sie glaube ich kehren. Ja, das ist eben das, was schnell mal passiert. Ah, fuck, nein, der Akku ist mir gerade ab. Ich kann schnell schauen. Also jetzt zweiter Flug. Okay. Einmal ein bisschen viel Gas geben. Drohne an der Decke und dann von 10 Metern noch oben runtergetatscht. Die heben das aus, das sollte nicht so ein Problem sein. Ja, ich habe es befürchtet. Der Akku ist einmal rausgeflogen. Das sollte eigentlich nicht passieren, ist mir auch praktisch noch nie passiert. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu wenig gespannt, die Dinger. Willst du mal einen zeigen? Ich mal einen. Oh. So schnell geht's. Schafft kein Akku ohne Crashen. Ei. Ja, warte. Ja, das geht auch ab, leckt mich. Es wäre ein reines Glück, wenn wir die jetzt finden würden. Schrauben leider nicht gefunden. Jetzt habe ich eine von Mike bekommen. Die ist ein bisschen zu gross.
Aber er hat gemeint, wenn ich die voll anschraube, dann sollte das irgendwie klappen. So, jetzt bin ich gespannt, ob er die Schraube hebt. Geil, das erste Mal geschafft. Einmal ganz durchgeflogen und ist wirklich etwas ganz anderes, als wenn man draußen fliegt. Geschwindigkeit muss man mega gut regulieren, wirklich langsam fliegen. Jetzt bei mir noch zumindest, bei ihm sieht das etwas anders aus. Aber super gute Erfahrung. Und ich glaube, als nächstes werde ich mir ein paar Gates und Flags bestellen und dann mal selber so einen Parkour probieren zu fliegen. Ja, was meinst du zu meinen ersten Gehversuchen? Es gibt noch ein gewisses Verbesserungspotenzial, aber du bist auf dem richtigen Weg. Und wenn es dich packt und da ein bisschen dran bleibst, dann sieht das in ein paar Wochen sieht das nochmal ganz anders aus.